Name ist Tetjana Balaschowa. Ich vertrete heute also den Verein Hope We Help Children. Das ist ein deutscher Verein und ich selbst bin Ukrainerin. Was ist das Ziel von unserem Verein? Wir wollen also Gesundheitsschutzsystem in der Ukraine so organisieren oder helfen, dies so zu organisieren, damit die Kinder, erwachsene Bevölkerung, damit alle hochqualifizierte medizinische Hilfe innerhalb des Landes bekommen könnten. Ja, damit wir genügend Ärzte, genügend anderes medizinisches Personal und genügend Medikamente haben, um möglichst schnell und vor Ort in der Ukraine diese Hilfe zu leisten, damit unsere Patienten nicht irgendwohin nach Europa lange Wege machen müssten oder nicht, dass sie lange auf irgendwelchen Wartelisten stehen müssen, also bis sie diese medizinische Hilfe bekommen können. Es hängt vom Region ab und auch vom Krankenhaus ab. Ja? Wenn wir zum Beispiel über westlichen Teil der Ukraine sprechen, dann gibt es Mangel also in mehreren Bereichen, weil es ein sehr großer Zufluss also von Innenvertriebenen gibt. Und sehr viele Leute, also aus östlichen Teilen, nördlichen Teilen der Ukraine, in den westlichen Teil gekommen sind, zusammen mit den Kindern. Ja? Aber wir haben nicht mehr Ärzte, ja? Wir haben die gleiche Anzahl. Und die Krankenhäuser haben die gleiche Finanzierung, wie es früher war, oder sogar weniger. Aber Patienten gibt es mehr. Wenn wir zum Beispiel über östlichen Teil der Ukraine sprechen, dann klar, also da haben die Ärzte in erster Linie die Kinder mit Verletzungen und die Kinder mit unterschiedlichen Infektionen. Wir müssen verstehen, also dass jeden späten Frühling oder Sommer haben wir immer größere Zahl von Kindern mit Lungenentzündungen, mit Tuberkulose und anderen Krankheiten, weil diese Kinder den ganzen Winter und Frühling im Keller sitzen mussten. Ja? Und als Folge also haben sie dann diese Erkrankungen und dann mussten geheilt werden. Wir sind sehr dankbar Deutschland, deutscher Regierung, deutscher Bevölkerung für solche Projekte wie Klinikpartnerschaften und in erster Linie dafür, dass es die Möglichkeit gibt, eine echte, gut funktionierende Partnerschaft zwischen ukrainischen und deutschen Kliniken zu organisieren. Auf solche Weise können also die ukrainischen und deutsche Ärzte ihre Erfahrungen austauschen. Denn einerseits haben die deutschen Ärzte besseren Zugang also zu den Geräten, besseren Zugang zu den neuesten Medikamenten. Aber die ukrainischen Ärzte haben auch vieles, also was sie den Deutschen mitbringen könnten. Ich wäre sehr dankbar und sehr froh, also wenn dieses Projekt Klinikpartnerschaften also weiter funktionieren könnte, wenn deutsche Regierung also weiter also Gelder geben wird also für die Arbeit also dieses Projektes, weil davon also beide Seiten profitieren. Wenn wir in der Ukraine genügend gute Ärzte haben werden, dann werden auch weniger Patienten von außen, also nach Europa, fliehen, um diese medizinische Hilfe zu bekommen.